Willkommen zu Etappe 9. Wir haben den zweiten Tag und die Etappe führt mich jetzt durch den hochsommerlichen Nachmittag. Bei 35 Grad ist es wirklich irre warm. Die Fahrt wird auch recht ruhig. Es finden sich kaum mehr Leute, die wirklich schnell fahren wollen. Es geht also von Cahet-Ploughet nach Loudéac. 85 Kilometer haben wir vor uns. Wieder 1000 Höhenmeter, geht also viel bergauf. Halb 2 haben wir jetzt grob. Und wirklich in der Mittagshitze geht es hier los. Auf diesem Sandplatz in Cahet-Ploughet. Start zur Etappe 9. 25 Minuten Pause habe ich hier gemacht. Also nur gestempelt, kurz ein bisschen geguckt, dann geht es weiter. Gegessen habe ich hier am Checkpoint selber nichts. Es gab ja vorher bei den philippinischen Randonneuren, da gab es für mich etwas Obst, ein Reisgericht, Ananassaft, Cola. Ein Willkommen an alle Teilnehmerländer. Ja, das haben sie schön gemacht mit diesen Flaggen dort, dass nochmal alle begrüßt werden. Und überall sagen wir, wie hier jetzt auch, die Leute legen sich in den Schatten, Beine hoch, ruhen sich aus. Und wieder vorbei an den beiden Schildern. Jetzt geht es immer dem orangenen Schild nach Paris nach. Und hier auf dieser abgesperrten Straße, wo es also risikolos runter und rauf auf die Straße gehen konnte. Ah, das sind die Nachtstarter von Montagmorgen. Also Montag am ganz frühen Morgen. Die kommen einem jetzt entgegen. Das ist ja schön. Hat man so ein paar Mal, die einem entgegenkommen. Und es ist herrlich warm. Sagen wir auch so schön, denn die Leute packen sich schon Tücher, also von den Supportern Tücher auf die Köpfe. Oder von überall trieft das runter, weil sie irgendwie Wasser raufschütten. Nasses Tuch auf den Kopf. Ja, oder was ich auch teilweise gesehen habe, die haben sich dann einen Schwamm oben raufgebunden, haben dann mit der Trinkflasche da Wasser raufgekippt und immer so ein bisschen drauf gedrückt. Dann lass die Raserei beginnen. Und immer guckt man in freundliche Gesichter. Oh. Und auch hier wieder alles voll mit Wohnmobilen. War wohl für viele strategisch von den Kilometern eine gute Distanz, um hier zu übernachten. Da die so ein Support-Team mit haben, das ist natürlich klasse. Da hast du ein Bett, ohne viel Aufwand. Die machen wahrscheinlich eh Urlaub hier. Wenn du nach Hause kommst, wissen die schon Bescheid, dass man kommt. Essen ist fertig, rein in den Schlafsack oder ins Bett. Also wenn man Top-Zeit aufstellen will, ist glaube ich so ein Camper eine super Idee. Also ein Camper ist schon ein gewaltiger Vorteil. Insbesondere, wenn man dann auch noch einen Supporter drin hat, der sich um alles Mögliche kümmert. Aber es geht wohl los, der Vordere fängt an schneller zu werden. Das scheint ein eingespieltes Team zu sein. Mal schauen, wie die Speed machen. So ganz allein fahre ich nicht so. Halt nichts vor der Kamera, nur die Straße filme ich nicht. Ich würde ja gerne ein paar bunte Fahrer vor mir haben. Ja, da ging ein Wunsch ans Universum.
Und er wurde augenblicklich erfüllt. Es ist echt komisch. Ich wollte also nicht so gern nur die Straße filmen, ist ja irgendwie langweilig. Und dann kamen die beiden. Die sind ja richtig farbenprächtig. Mit 2 gleichen Bikes. Selbst die Socken sind gleich. Ja, die hatte ich dann gleich mal gefragt. Mensch, darf ich euch ein bisschen filmen? Ihr seht so schön aus. Die waren einverstanden. Ein Pärchen aus Frankreich mit einem Single Speed. Und da war wirklich alles identisch. Da konnte man ein Spiel spielen, was ist da zu finden, was nicht gleich ist. Und da gab es nicht besonders viel. Wirklich zu schön. Sina und Viktor werden also sekundengenau nachher ins Ziel rankommen. Mit 78,5 Stunden auf ihren Fixies oder vielmehr Single-Speedern. Und das ist schon eine enorme Leistung. Also wer den Gang nicht klein schalten kann, wenn er am Berg hochfährt und auch nicht besonders groß schalten kann, wenn er den Berg runter rast und dann halt, ja, ich weiß nicht, ob es ein Fixie war oder ein Single-Speeder, der halt auch beim Bergab immer treten muss. Also 2 wirklich starke Fahrer, ein Pärchen aus Frankreich. Ja, kann man sehen. Also die müssen wohl berghoch immer im Stehen fahren, weil sie den Gang nicht wirklich klein genug kriegen. Das wird wirklich Körner kosten. Also die beiden werden Paris-Brest-Paris bei den meisten Anstiegen im Stehen fahren. Haben jetzt kurz nach 2 Uhr. Und da ist wieder Philipp. Ich fragte ihn, ist das nicht eine Sauna, was du da hast oder in dem du fährst? Und ich sah ihn ja immer wieder und sah auch, dass er dann immer wieder seine Klappe oben hochdrückte. Ja, ich deute daran, dass ihm einfach zu heiß war. Bergab sicherlich nicht. Belüftet sind die Dinger ja. Wahrscheinlich nur bei Fahrtwind und wenn es berghoch geht, dann passiert da nicht so viel. Ja, und da fiel mir dann so ein kleiner Supermarkt auf an der Seite. Man sieht schon, da ist nicht viel los auf der Straße. Na, hier 2 Räder waren da, an der Seite waren auch noch 2 Räder. Und dann so ein kleiner Proxy-Supermarkt. Hier rein? Und ich wollte irgendwas Kaltes haben. Am liebsten ein Eis. Bonjour. Ach, Kuchen will ich nicht. Eiscreme. Haben die nicht. Na, erst sah es nicht danach aus, als wenn sie Eis hätten. Und so ein Käse oder Joghurt wollte ich dann auch nicht. War schon fast dabei, wieder rauszugehen. Doch, hier. Mal gucken, was da drin ist. Es ist zumindest kalt. Bonjour. Bonjour. Oh, und es gab ein lecker Eis. Ist das schön. Es wird leider das letzte bleiben, oder vielmehr das erste und das letzte bleiben. Obwohl ich mir vornehme, immer wieder so ein Eis mir zu holen. Ja, ich war auch schon ziemlich erledigt. So habe ich mich dann auf die Bank gelegt, dass der Körper ausruhen kann. Wenn man schon nicht vorwärts kommt, dass man dann wirklich jede Minute nutzt, um den Körper maximal ausruhen zu lassen. Habe mich dann da hingelegt in der Hitze unter einem Schirm. 2:30 haben wir mittlerweile.
Ja, und dann dachte ich, ich pool nochmal Steinchen. Das mache ich dann immer wieder. Und die 1-2 Minuten nutze ich dann gerne und gucke mir genau die Manteldecken an. Ob da nicht vielleicht irgendein Steinchen ist, der da rein will langsam. Bevor ich dann so Tubeless-Mäntel wechseln muss. Das ist ja doch sehr schwer und dauert dann deutlich länger. Ja. Ein kleines Steinchen war drin. Hat wieder gelohnt, also ein kleines Steinchen war drin. Ach so, und das geht noch. Oh, der ist sogar fast, der ist ja richtig wenig drauf. Ja, ich hatte aber immer nur so eine kleine Pumpe mit, da wollte ich gar nicht erst groß mit anfangen. Und es gibt unterwegs Supporter, die dann auch ihre großen Standpumpen immer vor die Tür stellen. Und ich dachte, ich fahre mal so lang, bis ich dann wieder sowas finde. Und pumpe dann mit einer großen Pumpe. Da muss ich mal nachpumpen. Aber ich habe auch Sorge, dass bei den heißen Temperaturen mir nachher ein Reifen knallt. Denn beim Start, oder am Tag vom Start, da fuhr einer mit seinem Radshop das da lang. Und dann hatte ich erst gedacht, da hat einer einen D-Böller hingeschmissen. Das gab eine Rauchwolke. Und also ich habe erst geguckt, nachdem es geknallt hat. Und dann hat der einen platten Vorderreifen gehabt. Das hat so laut geknallt. Vielleicht zu doll aufgepumpt. Aber wer will das denn haben, ey? Vor dem Start, dass das da knallt. So. Das war definitiv nicht das letzte Eis, sofern ein Supermarkt hier irgendwo ist. Das ist gut, Eis ist gut. Ja, das Eis hat mir wirklich gut gefallen. Aber es wird nicht dazu kommen, dass ich nochmal in den Supermarkt reinkomme, um mir dann ein neues Eis zu kaufen. Und das ist Bruno aus Frankreich. Knappe 80 Stunden mit seinem Liegerad wird er brauchen. Und nun werde ich eine Zeit lang mit diesem Fahrrad zusammenfahren. Man sieht schon, die anderen wollen bei der Hitze nicht ganz so schnell fahren. Also die meisten fahren jetzt für sich allein und mit reduziertem Tempo. Und wir fahren mit so leicht erhöhtem Tempo an den meisten vorbei. Überholen wird uns keiner. Also man merkt, die Leute sind gezeichnet durch Müdigkeit und so ein bisschen Erschöpfung. Nächster Berg hoch. Wenn das Bild so ein bisschen wippt, dann bin ich immer im Wiegetritt. Die Kamera, da beiße ich dann mal auf eine Platte, die da dran ist in den Mund. Deswegen hört man mich auch so ein bisschen lauter atmen. Und dann sieht man, dass das Bild dann wackelt, wenn ich dann im Wiegetritt bin. Das gleicht die Stabilisierung dann doch nicht ganz aus. Ja, so kurbelt man sich dann im kleinen Gang den nächsten Berg hoch. Und am Wegesrand sind immer wieder Leute, die sich dann hinstellen, hier auch im Schatten, und dann bei den Leuten ein bisschen applaudieren. Also Rostrenen ist das, ein bisschen größer die Stadt. Noch sind wir in der Bretagne. Am 14:40 Uhr, sind 1 Stunde 15 unterwegs, haben jetzt 24 Kilometer, insgesamt 43 Stunden unterwegs bei Kilometer 718. Wieder ein kleines Stückchen bergab. Und dann kam mir wieder so ein skurriler Fahrer, den wir überholten. Hatte einen Fixie oder Single Speeder. Also der hier vorne in schwarz gekleidet mit Fixie. Und dann alles vermummt. Ich fass das nicht, ey. Alles zu.
dann sagen die noch, die schwitzen nicht. Und wenn die zu Hause trainieren gehen, dann sagte er, dann braucht er 6 Liter Wasser. 35 Grad haben die in der Regel 6 Liter. Ja, da bezog ich mich jetzt auf Leute aus Asien. Und die hatte ich dann immer mal wieder unterwegs gefragt, wie es denen ginge hier. Und auch wie sie zu Hause trainieren. Und da sagten eigentlich alle durchweg, also die trinken da sehr, sehr viel Wasser unterwegs. Wo ich dann nachfragte, wie nehmt ihr das denn alles mit? Das kann man noch gar nicht mitnehmen, so viel Liter. Da sagten die, ja, die kennen unterwegs sind Leute, wo sie dann anhalten, um dann da Wasser nachzufüllen in ihre Flaschen. Hier wurden wir alle dann auf so einen schmalen Weg geleitet. Das war jetzt hoch oben auf irgendeinem größeren Bergrücken mit einem tollen Ausblick rechts und links. Da kann man das jetzt sehen. Haben uns also lange hochgekurbelt auf diesen Berg. Und gleich gibt es hier wieder so einen Verpflegungspunkt, einen inoffiziellen. Wieder mit Pfeilen schön markiert, dass man da auch nicht falsch reinfährt. Ja, kurz vor 3 Uhr haben wir 1 Stunde 50 für 33 Kilometer. Und hier so ein inoffizieller, aber sehr beliebter Stopp mit Verpflegung, mit Zelten zur Übernachtung und da so richtig entspannter Checkpoint und Reparaturservice. Konnte ich ja gut gebrauchen mit meiner Luft. Hier wird sogar gepumpt. Ja, und dann nutze ich das auch gleich, die Kette mal ein bisschen nachzuölen. Da habe ich dann so einen Trockenschmierstoff, den ich mitnehme, auf Alkoholbasis. Dass man da so ein bisschen Teflon in die Kette kriegt. Haben wir so grob ein Drittel vom Track, wo jetzt dieser Verpflegungspunkt ist. Ja. Wasser habe ich noch genug. Und das wird jetzt diesen Nachmittag und auch den Nachmittag am nächsten Tag ein typisches Ritual. Kaltes Wasser suchen und dann alles Mögliche drunter halten. Also wirklich war alles nass, so T-Shirt oder vielmehr Trikot war nass. Und dann Kopf drunter halten. Das ist Jean-Claude aus Frankreich. Er wird es leider nicht schaffen mit seinem Velomobil. Also laut Angaben ist er bis Dreux gekommen und dann scheinbar nicht weitergefahren. Danach hat er keine Zeitstempel mehr bekommen. Nee, gerade alles leer. Gibt eine Decke. Bei den Temperaturen brauchen wir noch nicht mehr. Ja, für mich ist das nichts da. Wenn das nachher voll ist in der Nacht. Da scheint kein Mensch da zu sein. Ja, vielleicht für eine Stunde, aber um richtig runterzuschalten, würde ich immer versuchen, was nicht so voll ist, zu bekommen. Noch, da geht's raus. Und so ging es nach kurzer Zeit weiter. Viertel nach 3 also. Und zurück geht's wieder auf die Landstraße.
Und weiter allein, die anderen wollten nicht so schnell. Und jetzt werde ich doch eine lange, lange Zeit für mich alleine fahren. Irgendwie werde ich keinen Fahrer finden, mit dem ich zusammenfahren möchte. Schon komisch. In der nächsten Nacht jetzt wird es wieder voll werden auf den Straßen. Da werden wir wieder in großen Bulks zusammenfahren. Und so geht es über Landstraßen, dann immer wieder durch kleine Dörfer. Also jetzt hier durch Guarec. Und da war auch wieder so ein kleines Stadtfest. Hat man schön geschildert, dass die Leute da durch die Gassen genau auf Anhieb richtig fahren. Nicht so viel auf ihrem Navi gucken müssen. Aber sonst war nicht so viel los. Es war wirklich heiß. Und hier sieht man wieder, haben die abgesperrt, dass wir da ganz problemlos durch diesen Kernbereich da von dem Ort fahren konnten. Ganz ohne, dass da Autos sind. Und wieder mit Streckenposten. Ja, schon schön gemacht. Wenn dann auf der Straße die Pfeile sind, muss man nicht so viel gucken. Hier, wenn ich meine Kamera am Schnabel habe, dann gucken die alle so komisch. Hey, was hat er da im Mund? Oder davor? Was ist das auch? Also, nächster Berg hoch. Wieder schön beschildert. Rechts und links sind die Schilder. Ah, noch kühlen die Hand zu. Noch ist es ein bisschen nass. Und wieder sitzen im Schatten Leute hier und gucken sich die Radfahrer an, da auch wieder. Die machen dann wohl stundenlang Picknick da und gucken sich die Randonneure an. Auch eine schöne Idee, den Leuten einen Stuhl hinzustellen. Ja, und der sah aus, als wenn er schlafen würde in seinem Stuhl. Nach so einem Aufstieg. Ja, da geht aber weiter. Der Aufstieg geht weiter. Aber so wie das ringsum aussieht, sind wir dann oben. Und dann geht es rasant runter. Ja, alles trocken. Mund ist trocken. Handschuhe sind auch wieder trocken. Da saß auch wieder jemand. Und so geht's Kilometer und Kilometer einsam durch die heiße Bretagne. Immer so an Knicken vorbei. Und das Ganze im Hochsommer. Das ist wirklich ein Traum. Und wirklich verwunderlich, bei den über 6000 Fahrern, dass ich da am Nachmittag so wenig Leute finde auf der Straße. Also ich fahre wirklich viele Kilometer und das sieht immer so aus. Eine leere Straße vor allem. Kein anderer Randonneur zu sehen. Wieder bergab und nur vereinzelt ein paar Fahrer, die aber nicht wirklich schnell fahren wollen.
Und ich glaube wirklich, die Hitze war der Grund, dass die Leute dann nicht wirklich powern wollten. Also es war schon anstrengend. Und gut, dass man als Radfahrer dann den Fahrtwind hat. Immer wieder kleine Wälder, wo man mal ein bisschen Schatten bekam. Und dann ging es wieder raus, schattenlos, durch den Hochsommer. Nächster Anstieg. Dann immer im Schneckentempo hoch. Ja, dann kam der hier, der fuhr wieder ein bisschen schneller. Und mit ihm werde ich jetzt eine längere Zeit zusammenfahren. Da habe ich noch. Wieder ein kleineres Städtchen. Wieder mit kleinerem Supermarkt hätte man anhalten können. Aber so viele Supermärkte gibt es da auch unterwegs nicht. Also wieder muss man sich das gut vorher organisieren, dass man die Supermärkte, die abseits der Wege sind, dann findet und anfährt. Aber direkt auf dem Track sind nicht so sonderlich viele Supermärkte. Und nun fahren wir beide wieder ein bisschen zügiger, reißen ordentlich Kilometer ab, geben uns gegenseitig Windschatten. Viertel nach 4 haben wir mittlerweile. Und auch hier wieder Striche auf der Straße und die Schilder an der Seite machen es einem wirklich einfach, auf dem Track zu bleiben. Und die nächste Abfahrt runter, über 60 wieder. Der nächste Ort, das ist Pontivy, noch in der Bretagne. Haben jetzt 16:20 Uhr, sind 2 Stunden 55 unterwegs für 62 Kilometer.
Insgesamt bei Kilometer 756 in 45 Stunden. Das ist diese Gemeinde da unten am Knick von dem Track. Das Château de Pontivy. Und dann gab es hier wieder so einen Verpflegungspunkt. War wieder inoffiziell. Irgendwie organisiert durch die Gemeinde hier oder irgendein Verein. Auf dem Zelt steht das da auch schon drauf. In Ludiak, here's nothing. Ludiak, 23 km. 23, okay. Wait, wait. And what is this here? Here, for drink, And, okay. toilet, Okay. water. Okay, Voilà. thanks. Et the sourire. Also so weit war es nicht mehr, 23 Kilometer noch. Und da dachte ich, da halte ich nicht groß an, die 32 Kilometer noch. Ja, da hatte ich es falsch verstanden. Aber 23, 32 verwechselt. Weiter geht's also entlang von Leuten, die da sitzen, Applaus geben. Und dann bin ich auch schon da. Sind jetzt also in Ludiak. Rechts und links wieder die Camper. 17:40 Uhr haben wir. Geht wieder die lange Auffahrt zum Checkpoint hoch, getrennt durch diese Absperrgitter. 4 Stunden 20 habe ich gebraucht für die 86 Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeit gerade mal 20. Geht wieder über die Kontrollmatten. (17:35 Uhr) haben wir jetzt und sind nach 46 Stunden bei Kilometer 782. Ein recht leerer Checkpoint diesmal. Beim ersten Mal war es hier deutlich voller von den Rädern her. Je comprends pas trop anglais, donc ça va aller. Donc, bonne route. Voilà. Ja, die ersten legen sich wieder hin. Das werde ich auch demnächst machen. In den Schatten Aber auf den vorher Rasen, Supermarkt hier ruhen ist- dort aus, machen vielleicht Powernappen Heute oder Eis schlafen drauf. vielleicht auch ein bisschen länger. Ich brauche unbedingt noch ein Eis. Und für mich geht's wieder rein zum Stempel abholen. Und trotz, dass ich hier sehr lange bleiben werde, habe ich nicht viel gefilmt. Und da die Suppe, auf die ich mich seit 90 Kilometern gefreut habe, so ein kleines Schälchen Suppe. Und habe da Randoneure aus Kiel getroffen. Nachher kam noch der Jörg dazu und habe dann mich mit denen unterhalten. Hat dann 60 Minuten gedauert.
Ist ja verhältnismäßig leer von den Bikes. Aber die Suppe war gut, Banane habe ich auch runterbekommen. Denn es geht wieder los, dass mir mein Bauch Probleme macht. Ich werde jetzt noch 2 Stationen fahren. Also ich glaube 85 und das andere war 61. Mal gucken, ob ich das hinbekomme heute. Also Start zur nächsten Etappe, zur Nummer 10. Hier von Ludiak geht es jetzt in den Abend hinein. 1 Stunde 15 habe ich dann hier am Checkpoint verbraucht. Und gegessen hatte ich hier dann die Suppe, sowie die Banane, die die Support-Gruppe der Philippiner mir mitgegeben hatte. Dann noch eine kleine kalte Cola und kurz davor ja auf der Strecke das Eis. Haben jetzt also kurz vor 19 Uhr, sind bei Kilometer 782 in 47 Stunden. Und nun führt die Fahrt mich in den Abend und den Beginn der Nacht durch die Dunkelheit. Wieder mit vielen anderen Fahrern zusammen. Wir haben in großen Gruppen fahren und rauschen dann zusammen durch die schwarze Nacht. Ja, wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Teil. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.